Ihr Lieben, hier ist der Veit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in meinem Podcast Seelengevögelt für die Rebellen des Geistes. Heute freue ich mich riesig, weil ich kann euch einen im wahrsten Sinne des Wortes Rebellen vorstellen. Einen Menschen, der immer wieder Unmögliches möglich macht, der viele, viele Weltrekorde hält und der uns in diesem Gespräch mit kein Schreckring ins Eis nimmt und es gleichzeitig feuerheiß werden lässt. So, herzlich willkommen, Wim Hof, der weltberühmte Iceman, bei uns hier im Podcast. Eine kleine Bemerkung an alle. Ich habe meine Fragen noch einmal neu eingesprochen, weil es bei der Tonübertragung ein kleines Problem gab. Also wundere dich nicht, meine Fragen habe ich einfach zusätzlich danach nochmal eingesprochen. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Ich hoffe, die Begeisterung, die ich gespürt habe in diesem Gespräch, die Lebendigkeit, die kommt rüber. Und ich freue mich darauf, wenn wir möglichst viele Menschen dazu verführen können, aus ihrer Komfortzone rauszugehen und noch viel, viel mehr für möglich zu halten. Und hier ist er, Wim Hof, der Iceman. So, lieber Wim, ich freue mich total, dass wir uns gerade hier treffen. Du bist tatsächlich der Grund, warum ich jeden Morgen kalt dusche, obwohl ich das eigentlich gar nicht mag. Ah, ja, gut. Ja, ich habe heute Morgen auch eine kalte Dusche genommen und ich war auch in meinem Frierraum. Und ja, es ist sehr heiß die letzten Tage, war sehr heiß. 40 Grad hat es hier gegeben. Und, aber ich habe einen Frierraum, die geht bis minus 30. Also habe ich eine Temperaturdifferenz von 70 Grad. Das ist wie man mögen Eiscreme, aber ich bin der Eiscreme. Für den Fall, dass das hier Menschen sehen, die dich noch nicht kennen, Wim, magst du dich ganz kurz vorstellen? Wer bist du? Ja, ich bin bekannt geworden durch meine extremen Herausforderungen im extremen Kalte und habe viele Rekords dort geschafft mit dem Guinness World Records. Zum Beispiel nach dem Tote-Sohn von Mount Everest im Badehose oder Schwimmen unter lange Strecke, Schwimmen unter einer Eisdecke über oben die Polarkreis oder Marathonsrennen im Badehose natürlich, kurze Hose, in die extreme Kälte, oben die Polarkreis, ohne zu trainieren. Und dann, 6 Monate später in die Wüste von Namibien, in die Hitze. Und es ist alles gemessen. Da haben die gesehen, was ich mache, ist eine andere Kontrolle, dann bisher für möglich gehalten werde in die Physiologie von der Mensch. Also die Wissenschaftler haben plötzlich Interesse gezeigt, um mich zu untersuchen. Da haben die experimentiert, wie meine Physiologie geht. Und da haben die gesehen, ich mache Dinge, die nicht für möglich erhalten worden waren. Und dann sagten sie, aber du bist der Eismann, du bist extrem, du bist das Unikum, du bist anders, genetisch ein Fehler, etwas. Und da habe ich gesagt, nein, jeder kann, was ich kann. Und dann zeig es uns, haben die Wissenschaftler gesagt. Und da habe ich eine komparative Studien sind wir angefangen. Und da habe ich Leute trainiert innerhalb 4 Tagen. Und da könnten sie auch stundenlang in kurzer Hose im Gebirge hinauf mit Temperaturen bis minus 27 Grad Celsius stundenlang. Und dann eine Woche später, nachdem die Trainierung beendet war,
haben die auch wie mich gezeigt im Hospital, in der Universität, dass sie eine Injektion mit einer Bakterie widerstanden könnten, wie tausende andere Leute alle das nicht könnten. Und plötzlich 12 Leute könnte hundertprozentig das Immunsystem, das nicht für möglich geachtet war in der Wissenschaft, dass wir das beeinflussen können, haben wir gezeigt mit dieser Leute innerhalb 4 Tagen, dass die auch tief das Immunsystem beeinflussen können, nicht nur sehr effektiv den Bakterien keinen Einfluss auf den Körper zu lassen haben. Und damit gezeigt, dass die Infektion eigentlich die Grundlage von Krankheiten, dass wir da wirklich einen großen Einfluss auf können haben. Und was ist das? Ja, das ist eine neue Art von Heilpraktikum, weil es ist eine natürliche Methodik, die ich entwickelt habe daraus. Und nun zeigt es, dass die sehr effektiv nicht nur gegen Krankheiten funktioniert, aber auch gegen Stress und auch Depressivität. Und das ist eine Krankheit, eine Kondition heutzutage mit einem großen Problem. Und Leute denken, dass wir können das nicht beeinflussen, die Physiologie und im Gehirn mit Depressivität und mit Stress. Und nun haben wir gezeigt, dass wir das richtig können. Und damit, ich habe erfahren, dass in Deutschland 18 Millionen Leute Stresskonditionen haben. Und das ist nicht schön, das ist nicht lecker, das ist nicht gut. Und nun haben wir eine natürliche Methodik, so wie die Pfarrer Kneipp damals. Aber nun ist es adaptiert, nun ist es eine neue Methodik, die auch die Kälte gebraucht, Atemhalungsübungen und die Mindsetting, den Geist selber. Weil das haben wir gezeigt. Der Geist ist nicht etwas Abstraktes. Das ist ein neurologischer Muskel. Und das kann man trainieren. Ich habe gezeigt, mit Stress, mit kaltes Wasser auf dem Körper, auf dem Haut, nur mit dem Mindset, mit meinem Geist, dass die Hauttemperatur nicht hinunter zu gehen lassen. Nur mit dem Geist. Und das haben wir gezeigt in Brain Scans. Also, das ist Wissenschaft. Das ist ein neurologischer Muskel. Wir haben Muskeln in uns, nicht nur draußen, aber drin. Millionen kleinen Muskeln, die neurologisch verbunden sind mit dem vaskulären System. Also wir haben da Einfluss mit unserem Geist wie ein Knopf drücken. Und die Knopf, ja, das müssen wir aufwachen. Weil wir haben, jeder hat die Kapazität, um den Knopf zu bedienen, aber niemand hat es gelernt. Und nun habe ich es durch in die Natur mich selber, how do you say, to expose myself in nature. I found out in extreme nature how to wake up the deep physiology within the control of the mind. But what when people say now, okay, Wim is kind of extreme, obsessed with his mission, and I'm really just a normal person. Can everybody learn this? Yes, that is exactly the good thing of what I do is to bring it to research, to bring it to universities, to bring it to studies wherein there is no space for speculation, and then to pass it on to normal people.
and to show that normal people in just a couple of days are very able to deeply influence their physiology, thought of not possible. And now it is possible. And our neurology is really ready to be able to influence deeply into the physiology. And with that, coming the control over depression, stress, and disease. Not only, also performance goes up. Energy on cell level, we have control over that. We have shown how to do that, even into the DNA. And it sounds all far away. No, it's right in us. And it's right here. And accessible and effective for any person. I tell you, once again, any person, there is no excuse. You are able to wake up to a much deeper control within your own physiology, both mentally and physical, coming together, making you very powerful over yourself. And that is the way it should be. So, du nennst das die Wim Hof Methode. How long does it take to learn it as a normal person? Wie lange braucht es, um das zu lernen? I think 2 hours. 2 hours. 2 hours. It takes about 2 hours of undivided attention, and then you feel the difference. And from there, you learn to go. It's like opening up doors, opening up spaces within yourself, and then suddenly in those spaces, there are things at your service. They help you. But if you don't open up the door, you don't know that there is another space and another tools within your own building, within your own body, within your own brain. This is what we do. Through these breathing techniques, you will open up to a deeper physiology, and that will come within your control. You will feel that. You get a sense of control you never had before. That is one. Then the gradual cold training, you can take a cold shower every day. Anybody can do that. With that, you do muscular fitness. You know, we do fitness outside, but we have millions of little muscles inside. 2.5 times the world's length is within us. They have millions of little muscles. You train them if you take the cold shower. That is vascular fitness. You don't see it from the outside, though your skin is going to be looking better because the capillaries are all in the skin. They're going to be trained as well. They're going to breathe. That brings life force to the skin, the biggest organ, by the way. But also, you're not going to see too much, but you're going to feel so much better. And that is because all those muscles get in the right condition. Then the blood flow goes better. Then the heart rate, the pumping goes 20, 30 beats a minute, 24 hours a day less. Stress is gone. And your cells, all the billions of cells, they are being fed with the right blood nutrients, vitamins, oxygen, much better. Because these muscles help. And they are connected to the nervous system. Because in the end, it is the nervous system that makes the contraction and opening of the veins and the capillaries. And the nervous system, we are in control with our mind. Because our mind, the prefrontal cortex, is like a little man who's pushing buttons. And that is like neurology, neurotransmitters. We do this with our thoughts. There are 3 main parts in your Methode.
What are the main parts? The first one is breathing techniques that change the biochemistry deeply. It's proven. Then we have gradual cold exposure that trains the vascular system, transportation system of all the oxygen and the life force to the cells and to the DNA everywhere. And then you have mindset. Mindset is you can have a car, but if you don't know how to drive the car, then then you have a nice car. But that's all. You cannot go from A to B. If you have your mindset right, then you are using the body right, the car right, and then you can make things happen with your body more than you thought possible. Not only you learn what is deep within you, that is your purpose. You're realizing from the depth, is realizing from the subconscious, from your dream state. And that dream state comes to your awareness. And then you are able to use your body and your mind to realize whatever is going on in the depth with you. That will make you happy and strong and healthy. This sounds great. Do you have an ice room at your home? No, absolutely not. It's not necessary. I got one right now because I train people, but I don't train too much in the ice room. I can do it anytime because the driver, when he needs the car to go some a place and to test it, I know how to do that. When I need to do a world record, say tomorrow, I can do it. I can do tomorrow and stay because I want it. But I don't see the purpose now. I don't need to do it. But last January, I was in Poland in the mountains. There I have a center to train people. And they come. And there was a Q&A with 80 people, retreat. And there was one guy and asking me, Wim, what do you do? I see you sometimes drinking beer. And I say, that intoxicates the liver. That is not the right way. And I said, you have your control, I have my control. I like my beer, and I don't lose control. I'm okay. But, hey, listen, I can do a world record anytime. And then he said, oh, yes, can you? So let me say this to you. I'm going to do in half hour from now on, I'm going to do a world record. I'm going to stand 3 hours in the horse stance, barefoot outside in the snow. And in 3 hours. But before I am going to do that, you have to give me a beer. So then he said, oh, yes, I give you a beer. He run to the beer and give me the beer. Hey, yeah. I have my control. I don't need, I don't need Frierhalle oder Frierraum. Ich brauche die Dinge eigentlich nicht. Ich habe die Kontrolle hier drin. Das habe ich auch gezeigt in den letzten Studien in Amerika, in Brain Scans. Habe ich gezeigt, dass ich nur mit die Wille die Hauttemperatur nicht hinunter lasse gehen, weil ich das wolle, weil wie sagt man, während kaltes Wasser auf meine Haut kam und meine Hauttemperatur nicht hinuntergegangen. And when they saw that, they looked inside the brain. And then they saw I was controlling a part of the brain, the deepest part of the brain they thought of in psychiatry, which is not possible for humans. Which part was it? It was the periaqueductal gray hemisphere. That is in the reptilian
Gehirn, Teil. Das älteste Teil von unserem Gehirn ist das Reptiliengehirn. Also das meist Tiefe da drin, in das Teil vom Gehirn, ist das periaquaduktale graue Hemisphäre. Und da macht man die Opiaten, wie heißt das? Opiaten? Opioids and Cannabinoids. Und da haben wir keinen Einfluss hin. Ich habe gezeigt, dass man doch Einfluss, nicht ein kleines bisschen, viel Einfluss kann haben. Und damit haben die gesagt, wir haben nun gefunden, die Schlüssel, um in die autonome Prozesse vom Gehirn zu kommen, die relatiert sind mit dem Emotion. So they found the way to regulate the mood. And this is what people need who are in stress. This is what people need when they are in depression. This is what people need in general when they are in pain, when they don't feel good, when they feel sick, you don't feel good. What can you do? You have to learn to go into the pharmacy of yourself. You got all the hormones to bring back the balance when something is out of balance. When something is out of balance, you become depressed, or you become sick, or you become too stressed. And now you bring back the balance, then the right hormonal balance is there. And we have that capability. And that is what I want to say to all the people. Listen up, guys. It's not difficult. It's there. You got to wake up to your true potential. And that true potential is saying you are able to balance out in any situation where the balance is being offended, attacked by circumstances, could be emotional stress, mental stress, financial stress, biological stress, chemical stress, doesn't matter. In the end, it is disturbing the balance inside. And you are now able to bring back that balance anytime. When it's out there, you bring it back. When it's out there, you bring it back. You always bring it back. And this was thought of, considered in science, impossible. And now it's there. And this is what I say to all those people who are suffering, who don't feel good. You are the one. And there is no excuse anymore. You can outbalance anything that comes to you. That is the way nature has equipped us with the tools to feel happy, strong, and healthy. Wow, this is really amazing. An amazing approach. Und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen und allen, die das gerade sehen und deine Arbeit näher kennenlernen und einsteigen möchten, sagen, dass in der Podcast-Beschreibung ein Link und ein Gutscheincode zu finden sind, um es sofort auszuprobieren. Wim, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Wie hat das Ganze überhaupt begonnen? Warst du schon als Kind jemand, der auf diese extreme Art und Weise losgegangen ist? Ich denke, das ist mein traumatische Geburt. Damit ist alles angefangen. Ich bin einer identische Zwilling. Also ich habe einen Bruder, aber der hat dieselbe Erfahrung nicht gehabt. Die traumatische Geburt. Er war zuerst geboren und ich bin viel zu spät nachher geboren und fast erstickt und in kalte Halle. Also ich bin immer etwas anders gewesen dann wie mein Bruder. Und das hat viel Einfluss gehabt auf mein Leben und mein Lebensweise, weil ich hatte ein Trauma, etwas tief drin,
das nicht okay war. Aber das war da. Und dann geht man auf die Suche. Ich habe das genannt, die Seele sucht. Ich wollte wissen, was ist da los, was ist anders in mir. Es ist da, aber ich weiß es nicht. Und da mit 12 Jahren bin ich schon angefangen mit Hinduismus, Buddhismus, mit esoterischen Disziplinen, Yoga, mit Karate, mit Sufism, Meditation, Psychologie, wie ich 12 Jahre war. Und das ist weitergegangen. Und wie ich 17 war, wohnte ich schon in Amsterdam, 200 Kilometer von meinem Elternhaus, nähe die Grenze, ein Kilometer von der deutschen Grenze, also sehr dicht und so weiter. Darum kann ich auch Deutsch sprechen, weil wir sind geboren und erwachsen worden mit deutschem Fernsehen. Wieder noch kein Internet und so weiter war, hatten wir die Möglichkeit, deutsches Fernsehen jeden Tag zu sehen. Das ist meine Schule. Und die Grenze, jede Woche in Deutschland, mit dem Fahrrad. Da war keine Kontrolle an die Grenze. Wir wussten, wie wir hinein könnten und wieder zurück. Also da kommt das von, das Deutsch. Wie ich 17 war, wohnte ich in Amsterdam in einem Squatting Place. Okkupiertes, besetztes Haus. Ja, besetztes Haus. Aber weil ich hatte kein Geld und so weiter. Ich war schon ein bisschen draußen. Nicht mit der Schule und so weiter. Ich habe meine eigene Schule habe ich sehr erfolgreich beendet. Und nun zeige ich Professoren und Doktoren über die ganze Welt, was zu machen, was vorher nicht für möglich geachtet würde in der Wissenschaft. Da bin ich nun, weil ich habe Natur und Experimentierung mit mir selber und darin mein Gefühl folgend, da habe ich gelernt. Das ist mein Lehrer. Die Kälte ist eigentlich mein Lehrer, weil wie ich 17 Jahre war, bin ich angefangen, einen Tag, am Sonntagmorgen, in das kaltes Wasser, erfrorenes, kaltes, mit einer kleinen Eisdecke, habe ich ein Loch gemacht, ich bin drin gegangen, ich fühlte die Attraktivität, ich bin drinnen gegangen und draußen und nach einer Minute, aber ich fühlte keine Kälte, fühlte ich. Ich fühlte eine tiefe Konnexion, Verbindung mit dem alten Trauma. Mhm. Das fühlte gut, so gut. Das ist, du findest etwas, aber du weißt nicht, was es ist, aber es fühlt so gut. Damit ist alles angefangen. Den anderen Tag war ich wieder zurück und wieder war das gute Gefühl da. Sehr stark, sehr tief, in der Stille, da sein und von da aus jeden Tag im Winter. Jeden Winter. Und so wie die Winter geht, ich hatte kein Geld, also ich hatte keine Frierhalle, kein Frierraum. Ich hatte nichts, nur den Winter. Also jeden Winter trainierte ich. Ich war jeden Winter, jeden Tag draußen, machte und das ist logisch, wenn man in die Kälte geht, in das kalte Wasser, was macht man? Tief hineinatmen. Damit verändert man den Biochemie. Man wird stärker. Das Adrenalin fängt an zu aktiviert zu sein. Und damit kannst du länger in kaltes Wasser. Und du fühlst dich sehr gut. Also ja, wenn du dich sehr gut fühlst, gehst du immer wieder zurück. Und da habe ich die Entwicklung so auf eine natürliche, intuitive Art die Atemhalungsübungen
er hat sich alles natürlich entwickelt. Und 4 Monate später könnte ich 5 bis 7 jeden Tag unter die Eisdecke verschwinden. Also in Fötushaltung. Mhm. In der Stille. Wie ein Fötus. Das natürlich das hat zu tun mit meiner Geburt und den Trauma und vorher der Geburt, die Erfahrungen. Alles ist da, alles ist logisch und alles ist physiologisch. Ich habe das überlebt, wie ich geboren war. Aber nun habe ich es wieder aufgewacht, dasselbe, was da unterbewusst erfahren ist, nun bewusst. Habe ich eine Verbindung gemacht, und da eine neurologische Verbindung, der mich fähig machte, um jeden Tag in die Kälte hinzugehen. Und nur ein halbes Jahr später war ich eine ganze Nacht in Badehose, kurze Hose, draußen in Frierkälte, und ich fühlte mich klasse, stark, gut. Und ja, wenn man so etwas erfährt, verändert man seine Macht, sein Denken, Paradigm Shift. That is all happening. Und von das Moment bin ich niemals wieder krank geworden. Weil du hast und dann fängt man an zu denken, was ist das eigentlich? Die Leute werden krank, die Leute fühlen sich nicht gut, und ich fühle mich immer gut. Ich fühle mich immer, ich pfiffe immer, ich singe immer. Ich habe so viel Energie jeden Tag. Das haben wir verloren, diese Verbindung. Und nun sind wir Opfer von unserem eigenen Stress, Depressivität, Emotion. Wir haben keine Kontrolle. Wir haben die Verbindung in der Tiefe verloren. Wir haben vielleicht Autos und wir haben Häuser, Air Conditioning und Wärme und alles mit Knöpfchen. Aber wo sind die Knöpfchen hier? Und wie hast du da Kontrolle? Und das lerne ich nun, die Leute. Und mit sehr, sehr viel Erfolg. Hunderttausende Leute, vielleicht Millionen schon, die trainieren mit dieser Methode. Und die alle haben so viel positive Resultate zu melden. Und so viele Leute plötzlich haben die keine Depressivität mehr. Die sind glücklich geworden. Weil die Leute, die im Tal waren, die einmal, wenn sie bewusst draus sind, bleiben die auch draus. Und die sind glücklich, bewusst glücklich. Und, was ich sage zu jeder, wir sind nicht gebaut, um unglücklich zu sein. Wir sind gebaut mit all die Werkzeuge, um unser Glück zu bewahren und das zu erfahren jeden Tag. Jeden Tag, jeden Moment. Und wenn etwas los ist, dann kannst du wieder danach zurück. Und wenn andere Leute Unglück erfahren, kannst du denen helfen. Warum? Weil du mehr Energie hast, dann du benötigt hast. Das ist wie Liebe. Du gibst Energie, du gibst Attention, und die Leute, die fühlen das. Und damit das ist wie eine Brunne, die nicht mehr funktioniert. Wenn du 1 Liter Wasser drin wirfst, dann funktioniert, dann ist die Verbindung wieder da. Und dann wird es Tausenden Liters geben. Verstehst? Also, so ist es mit Leuten auch. Und wir sind so viel in das System verloren gegangen. Und wir denken, dass wir unser Glück kaufen können. Und das System sagt, wenn du dieses Auto kaufst, dann bist du glücklich, Freiheit. Und das schöne Haus, dann hast du einen Status, der niemand hat, und so weiter. Und 10 Escort Girls hast
oh, dann, oh, die Freiheit. Wo ist die wirkliche Liebe? Wo ist die wirkliche Glück? Das ist in unser Selbst. Und wir haben darin mehr, dann wie wir nötig haben. Und damit können wir dann, geben wir automatisch auf eine natürliche Art, geben wir das nach die anderen Leute und die fühlen sich plötzlich auch, hey, das ist die natürliche Ursache, die natürlichen Brunnen wird dann wieder funktionieren. Und dann, wow, jeden Tag glücklich. Das kommt gerade voll hier an. Vielen, vielen Dank. Wim, was mich noch interessiert, ich arbeite viel mit Bewusstsein und du gehst in sehr extreme äußere Räume rein. Was hast du dabei über die Quelle menschlichen Bewusstseins erfahren? Was ist deine Sicht auf diese Dinge? Verstehst du, was ich meine? Ja, was ich mache, ist, was jeder fähig ist zu tun, zu machen. Also jeder ist fähig, um durch 10 Tage kalte Duschen, dieses Jahr noch in die Kälte draußen, in natürliches Wasser, Seen und so weiter, Kanalen, Flüssen, in die Kälte zu schwimmen. Weil wir sind Saugetiere. Wir sind Saugetiere, Mensch. Und es ist schön, das Saugetier zu fühlen. Es ist kräftig. Und die Kraft, die haben wir. Und damit zeigt es plötzlich, dass du deine Gedanken veränderst. Plötzlich fühlst du dich so stark und dann wird dein Denken anders. Du wirst mehr draußen gehen. Ich sage immer, mach von dem Winter einen Sommer. Schwimm auch draus und renne ohne nur in kurzen Hosen. Und dann wirst du fühlen, was das Leben ist, was du erfährst durch deine Physiologie, der deinen Gedanken komplett verändert. Du fragst dich nicht, wie muss ich mich fühlen, wenn du dich gut fühlst. Du fragst dich nicht, was ist los, wenn du verliebt bist. Du fliegst. Und das ist das Saugetier. Der fliegt, der denkt nicht, der ist da. Und diese Methodik, der hat auf eine sehr einfache Art, sich sehr effektiv gezeigt, tief in die Physiologie hineinzugehen, alles zu können beeinflussen und sich großartig zu fühlen. Und damit die Garantie, dass jeder das kann. Weil wir das haben, wissenschaftlich, komparativ haben wir das gezeigt. Also, es ist einfach, es ist effektiv. Und damit sage ich zu den Zuhörern oder Zuschauern, do it, man, do it. It's good. That's cool. Wim, welcher von deinen Weltrekorden ist dir am wichtigsten? Also welcher hat dich am meisten berührt oder verändert? Eigentlich ich habe viel mehr Herausforderungen gemacht dann Rekorden. Aber in den Rekorden, zum Beispiel 8 Stunden zwischen 4.500 Meter barfuß in die Frierkälte, in Schnee. 4.500 Meter bis 5.000 Meter Everest Base Camp, 8 Stunden lang. Wie kalt war das da? -8, aber die Hälfte von dem Sauerstoff ist da. Mhm. Was braucht man, um barfuß zu gehen? In die Kälte Sauerstoff, um zu verbrennen, um Energie zu machen. Aber das ist nur die Hälfte vom Sauerstoff. Also, das war eine Herausforderung. Aber das ist kein Rekord, aber es ist ein Weltersten. Ich habe doch niemand
gesehen, der das auch getan hat. Ich habe nur eher mein Gefühl befolgt. Mein Gefühl, der ist mein Meister, mein Gefühl. Und ich forciere niemals. Wenn mein Gefühl sagt, ich kann's, dann dann schaffe ich es auch. Und damit, mit dem Gefühl zu folgen, wird man viel weiter etwas erreichen, dann mit dem Gedanken. Mhm. So war zum Beispiel der erste Guinness World Record unter den Eisdecke schwimmen. Das war 50 Meter. 50 Meter in Badehose und mit aufgehaltener Luft. Mhm. 50 Meter schwimmen unter einer Meter Eisdecke. Und wie ich keine Brille hatte, da habe ich den Sicht verloren. Nach 35 Metern ungefähr. Und ein Loch könnte ich nicht mehr sehen. Oh je. Hinaus müsste. Und bin ich verkehrt gegangen. Und da habe ich ungefähr zweieinhalb meinen Rekord gemacht von 50 Meter. Das war natürlich kein Rekord, weil das offiziell nur 50 Meter war. Aber eigentlich war es 113 Meter. Also, weil du kreuz und quer geschwommen bist. Ja. Und da ist ein Taucher später hinuntergegangen, um mich zurückzubringen, wie ich fast das Bewusstsein verloren hatte. Ich war schlafen. Und ich habe niemals gefühlt, dass ich ertrunkte. Habe ich niemals gefühlt. The agony of drowning I never felt. It was amazing. Da habe ich die Angst für den Tod verloren. Mhm. Weil in der Schule und überall niemand wisst, was der Tod ist. Was ist es? Und da Tod gehen auf dem richtigen Art ist tief atmen und schlafen. Mhm. Dann wird man aufwachen in einer besseren Welt. Das ist der Tod. Also, wenn das der Tod ist, dann braucht man keine Angst zu haben. Eigentlich Freude. Wenn du sagst, das da ist für dich die bessere Welt, was ist für dich der Sinn deines Lebens in dieser Welt? Ja, ich sage immer, ich habe keine Angst vor dem Tod. Und wenn ich eine Angst habe, ist das, um nicht voll zu leben. Ich will die Tod nicht während das Leben. Der hat keinen Platz da. Der kommt schon. Nun 100%ig leben und all deine Traumen realisieren. Dafür hast du deinen Körper. Dafür hast du deinen Geist. Und das gibt viel Freude. Da ist das Glück, die Gesundheit und der Kraft ist alle da. Juhu. Ja. So. Gibt es für dich sowas wie ein nächstes großes Ziel? Traum, Vision? Ja, da sind einige. Zuerst mal, ich warte nun auf die Ergebnisse, die Resultate, die es schon gibt, von den neuen Studien, die wir gemacht haben mit den Universitäten. Das sind 6 Studien, die rauskommen. Und die werden zeigen, dass wir fähig sind, um viel mehr zu machen, dann wir für möglich gehalten haben bisher. Ja? Damit verändern wir die Gesundheitssorge, wie geistlich, wie körperlich, über die ganze Welt. Weil wir verändern die Bücher fundamental verändern wir die wissenschaftlichen Fakten über was ein Mensch möglicherweise beeinflussen kann in seinen eigenen Körper in Relation mit Krankheiten wie geistlich und körperlich. Und damit wird ganz viel verändert. Wir sind gebaut, um glücklich zu sein, gesund und kräftig.
Wir haben die Werkzeuge, aber wir sind nicht auf diese Art geschult. Also wir müssen das in die Schule bringen. Das ist mein Ziel. Das ist ein meiner Ziele. 2 ist unglücklich hier zu sein mit meinem Garten, mit meinem kleines Kind, mit meiner Familie, mit meinen Schildkröten, mein Goldfischer, mein Hund und meine Hühner und die Pflanzen alles. Ja. Und ich liebe Leute. Ich wollte Events machen und Festivals und über Liebe sprechen, aber dieses Mal ohne Spekulation, kräftige Liebe, Energie, womit Leute auch gesund, glücklich und stark werden, mit Garantie. Weil wir sind so gebaut. Ich sage immer, wir sind nicht 50% geboren, aber 100. We are not born half. We are born holy. Und holy shit, man. We are divine human beings. Divine. And we should feel divine. Because, you know, if we talk about God, God is right here. Within you and within me. When you are happy, you shine like God. And that is God to me. And this is what I want to bring to everybody with guarantee. So there we are. Hallelujah. Yes. Hallelujah, man. Hallelujah. So, hallelujah. It doesn't matter what kind of word. Yeah. The woman in Baghdad and in New York, they want the same thing. They want happiness, strength, and health for their children. And not the politics and the bollocks and money and the power and all that and wars and sickness. We want happiness. And we will show that everybody is able to become, with his physiology, happy, strong, and healthy. And thus we bring peace in the world and happiness. That is my goal. Also ich finde, das ist wirklich der beste Abschluss für unser Gespräch. Wim, I'm really happy to get to know you. Und ich möchte ja einfach erwähnen, dass du im kommenden Jahr in Deutschland noch wesentlich mehr aktiv sein wirst. Yes, me too. Because I live 70 kilometers from Germany. I'm there in 1 hour. Und ich möchte ganz gerne in die tiefe Seele des Deutschlands hineingehen und etwas aufwachen, was die deutsche Seele vorher kannte. Und es ist time, es ist Zeit, es ist den Zeitgeist, um aufzuwachen zu dem Potenzial, die Kraft, die wir haben drin. Und in Deutschland die können sehr gute Staubsauger machen und gute BMW, sehr gute Wagen. Nun machen wir Bioengineering. Und das machen wir ganz präzise. Und damit zeigen wir der ganzen Welt, dass Glück und Technologie zusammengehen können. That's beautiful. I meet you in the eyes, Wim. Ja, great. So, und für alle, die das gerade sehen oder hören und die Bock haben, tiefer einzusteigen, die Lust haben, es eiskalt und feuerheiß werden zu lassen, ihr findet unter dem Podcast einen Link auf Wims Webseite und dort könnt ihr sofort mit dem ersten Schnupperkurs beginnen und euch heute noch unter die kalte Dusche stellen. Gut. Ja. Das ist das erste Mal und wir sind gut angefangen. Yes. Cool. Ciao. Yes. Ihr Lieben, wie bereits im Podcast erwähnt, wird Wim in den kommenden Monaten in Deutschland wesentlich aktiver werden, worauf ich mich sehr freue. Und wir haben für euch ein spannendes Paket geschnürt, gemeinsam mit den Organisatoren von Wim, dass wir euch in den kommenden Tagen nach diesem Podcast zusenden werden. Und dafür
macht es Sinn, wenn du auf meine Website gehst, veitlinner.com, und dich dort in den Newsletter einträgst, weil dann bekommst du automatisch alle Infos zugesendet. Und ich wünsche dir jetzt ein wundervolles, neugieriges Ausprobieren.